Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Pokalhit 1. FC Saarbrücken gegen Bayern München. Spielstand 2:1 vor 15.903 begeisterten Zuschauern. Wir gucken auf das Spiel mit den beiden Trainern. Thomas Tuchel, herzlich willkommen. Und Rüdiger Ziel, Servus, hier oben, wie immer traditionell, der Gast, das erste Wort. Herr Tuchel, wie kann man erklären, dass so eine Niederlage am Schluss doch noch, ja, das Unmögliche doch noch wahr wird? Fußball. Glückwunsch an Saarbrücken, Glückwunsch an meinen Trainerkollegen, Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir sind an der falschen Seite aus unserer Sicht der Pokalsensation. Wir wollten unbedingt nach Berlin und wir waren uns sicher, dass wir das dieses Jahr auch schaffen und müssen leider schon in der zweiten Runde die bittere Niederlage akzeptieren. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt, sind trotzdem in Führung gegangen, hatten trotzdem nach der Führung ein paar Umschaltmöglichkeiten, die wir nicht sauber zu Ende spielen, in denen wir das Spiel hätten früh entscheiden können. Dann haben wir durch schlechte Entscheidungen selber Saarbrücken stark gemacht und auch ein paar Umstellungen. Natürlich nach der Verletzung von Mata Delikt hat man uns angemerkt, dass uns Abstimmung fehlt und ein bisschen Rhythmus fehlt. Deshalb war das Halbzeitergebnis okay und gerecht und auch soweit kein Problem. Zweite Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt, die wir auch zeigen wollten. Angriffe wurden giftiger, wir haben noch offensiver gespielt, wir haben bessere Positionen gefunden, haben schneller gespielt, haben mehr Zweikämpfe gewonnen im Gegenpressing, haben eigentlich die komplette Halbzeit dann dominiert, das was wir auch von uns erwarten, haben uns Chancen rausgespielt, Halbchancen rausgespielt und Saarbrücken hat mit Glück und Geschick verteidigt. Uns ist nicht geglückt, das zweite Tor zu machen, wo wir genügend Möglichkeiten gehabt hätten. Ich glaube, wenn wir das zweite Tor machen, machen wir auch ein drittes und ein viertes und müssen natürlich dann ganz bitter mit, glaube ich, einzigen Torschuss in der zweiten Hälfte ganz bitter die Niederlage akzeptieren. Nochmal Glückwunsch, das ist schwer für uns zu akzeptieren natürlich, weil damit ein Titel futsch ist und weil wir da mit aller Macht nach Berlin wollten. Das war unser Anspruch, dem sind wir nicht gerecht geworden, gemeinsam. Wir werden das gemeinsam jetzt auch verdauen und wir gewinnen gemeinsam, verlieren gemeinsam und werden uns dann wieder aufrappeln, auch wenn es heute sehr schwer fällt. Ja, vielen Dank, Thomas Tuchel. Rüdiger, du hast gestern von einer 1% Chance geredet. Das sah heute irgendwie mehr aus als 1%. Ja, ich glaube, erste Halbzeit war das wirklich sehr, sehr ordentlicher Auftritt von meiner Mannschaft, wo wir auch im Ballbesitz einfach Phasen hatten zumindest, wo wir ein bisschen nach vorne spielen konnten. Und ein Kollege hat es gesagt, dass wir da ein gerechtes 1:1 hatten, wo wir, glaube ich, auch vorher schon ein Tor machen könnten. In zweiter Halbzeit war es einfach sehr, sehr viel verteidigen, sehr, sehr intensiv, sehr viel laufen, was man einfach auch gemerkt hat. Wir mussten dann auch immer wieder frische Kräfte einwechseln und ich glaube, es war einfach eine Willensleistung dann, dass wir wirklich mit der letzten Aktion noch ein Tor machen konnten. Am Ende sehr glücklich, aber das wussten wir, dass wir viel laufen mussten, dass wir im Grunde sehr viel verteidigen müssen, dass wir einen Gegner brauchen, der vielleicht jetzt erste 45 Minuten nicht auf 100% gespielt hat und dass wir dann am Ende sehr viel Glück brauchen, um hier zu gewinnen. Das kam dann heute alles zusammen, deswegen diese 1% haben wir dann getroffen und sind einfach sehr, sehr happy, gegen eine absolut überragende Top-Mannschaft hier zu gewinnen. Und ich glaube, alle, die hier im Stadion waren, ein riesen Erlebnis, muss man einfach so sagen, dass wir als Drittligist gegen Bayern München gewinnen konnten. Deswegen heute ist Feiern angesagt, haben sich die Jungs einfach verdient. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an die beiden Trainer für die Eingangsstatements. Kommen wir gerne zu den Fragen. Hier ist ein Mikrofon. Zwei Fragen. Herr Tuchel, gibt es schon eine Diagnose oder eine Information zu Mathis de Ligt? Und die zweite Frage, können Sie uns vielleicht in Ihre Gedanken mitnehmen, wie Sie auf die Verletzung dann reagiert haben, was der Gedanke dann war, Konrad Laimer zu bringen und Jo Kimmich nach hinten zu ziehen? Ja, das war, glaube ich, der einzige Spieler, der einfach noch überhaupt jemals Innenverteidiger gespielt hat, war Jo. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit eine Dreierkette gespielt, weil es
den Charakteren ein bisschen mehr entgegenkommt und mit einer Dreierkette dann mit einem 3 und mit einem Sechser im Grunde mit 4 Spielern den Spielaufbau gemacht und angegriffen und auch verteidigt und waren dann extrem offensiv in der zweiten Hälfte, auch personell. Mata ist, wir haben es ja gesehen, verletzt raus nach einer Grätsche. Es hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt. Wir hoffen, dass nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist, aber wir können es im Moment nicht sagen. Wir hoffen, dass es so ist. Es ist extrem schmerzhaft und es ist die gleiche Kapsel am gleichen Knie. Ja, noch eine Frage an Herrn Tuchel. Gibt es vor dem Spiel So one more question to Tuchel. Do you already have thoughts regarding the game against Dortmund? Now we have to see what the diagnosis tomorrow is for De Ligt. So we have 2 days to recover, to see. We have to see if Nuss is gonna be fit. We need to find a solution if we can stand in Dortmund or not. So Rüdiger, you changed things in comparison to the game before. What was your thought process behind that? I think it was more about the opponent than the games before. Kai was also sick, so he couldn't be in the starting 11 because he didn't practice. But I think Stehler has the proper speed to use those transition moments as well. I think he did his stuff well, and same as everyone else, he got the job done. 2 questions to Mr. Ziel. You already had a run back in 2020 to the semi-final. Are you already thinking about how far you can go? And also, second question, 2 weeks later, you'll have another cup game against TuS Herrenso. What are your thoughts for that? So I'm not thinking of a semi-final yet. At the end, we just saw that the big favorites can always lose against an underdog. So that's why we're warned. Another question to Rüdiger Ziel. How are things for your team? There were a couple of cramps. How are those injuries looking? At the end, we had to run so much, we had to invest so much. I think it was logical that the strengths aren't going to be there, so therefore we didn't have any injuries. But down to the changes were down to how the play went. How's the plan? Are they practicing? On Friday, you'll have to drive down to Sandhausen. It's only 2 days that you guys have to fill. Yeah, exactly. It's 2 days. I think the team deserves to celebrate a little bit today. I think to not allow that as a third league team, as a coach, then everyone would call me crazy. They can celebrate today. They're gonna have practice today if they want. Tomorrow if they want. That's how we always do it, and usually they come anyways. So I think we'll be there tomorrow and on Friday. And tomorrow we'll give all our all, so that we can regenerate to at least what's possible. So that we're gonna have a strong team out on Saturday, because it's about 3 points. And I think we're in a good spot at the moment that we can use this celebration to maybe also have a strong game against Sandhausen on Saturday. So Mr. Tuchel, apart from the chances that weren't scored in the second chance and towards the end, what can you say against the team? And it's not really anything, because it's not the moment for that. We win together, we lose together. It's a harsh loss. It's a difficult evening. It's not the moment to blame anyone, especially not publicly. We don't really have time to do that anyways. We have to
move on. We don't have the time to question everything. We had a lot of games, 14 games now without losing, so it was probably the worst timing to lose because it was a knockout match. Unfortunately, it's not going to be our final loss in our footballing life, even though we'd like to have it that way. And even though we hate to lose, today is a difficult day, but we'll move on. And I won't blame anyone from that, though, today. All right, then no further questions. First, Bayern have their game against Dortmund. We play against Sandhausen on the weekend. I wish both teams all the best and have a great rest of your evening here in Saarbrücken. Thanks for coming and see you soon.